14. Juli 1976, 1 Stunde vor Mitternacht. Der französische Nationalfeiertag neigt sich seinem Ende zu. In dem kleinen ostfranzösischen Dorf Trave nähert sich eine bewaffnete Gruppe vorsichtig einem einsam am Waldrand gelegenen Haus. Dort angekommen, eröffnen die Männer das Feuer und werfen tödliche Brandbomben. Das Opfer des heimtückischen Überfalls versucht, sich zu verteidigen und schießt zurück, vergeblich. Im Schutz der Dunkelheit sind die Angreifer nicht auszumachen. Der Anschlag gelingt. Am nächsten Tag findet die Gendarmerie in den rauchenden Trümmern eine verkohlte Leiche. Die Tat ist bis heute ungesühnt. Der Vorwurf, die französische Justiz habe den Fall zu schnell zu den Akten gelegt und die Mörder würden bis heute gedeckt, ist umstritten. Unbestritten ist, dass das Opfer wochenlang im Visier der französisch-kommunistischen Presse stand, die zuletzt eine offene Hetzkampagne betrieben hatte. USA, 4. April 1960. An diesem Tag stirbt der amerikanische Rechtsanwalt Willis Everett. Everett, ein glänzender Jurist und leidenschaftlicher Verfechter der Menschenwürde, hatte es sich zum Lebensziel gesetzt, 43 zum Tode verurteilte deutsche Soldaten, die er seit Kriegsende juristisch vertrat und von deren Unschuld er zutiefst überzeugt war, vor dem Galgen zu retten. Everett war ein Soldat und Menschenfreund. Seine Malmedy Boys standen bei ihm in hohen Ehren. Er hat für sie alles getan. Nachdem er entlassen worden war als Oberst in Amerika, führte er die Angelegenheit weiter. Er hat sein Vermögen geopfert. Er ist ein kranker Mann gewesen. Er hat erlebt, dass alle seine Mandanten aus den Todeszellen herauskamen. Er gehörte also sicher zu den Leuten, die sich um das recht große Verdienst erworben haben. Zurück nach Trave in Frankreich, zurück in das Jahr 1976. Das Opfer des nächtlichen Anschlages ist der 61-jährige Deutsche Joachim Peiper, ein ehemaliger Standartenführer der SS, der seit Jahren zurückgezogen am Rande des Dorfes lebte. Peiper ist kein Unbekannter. Der aus Berlin stammende Kriegsfreiwillige war schon mit 29 Jahren Oberst und wurde wegen seiner persönlichen Tapferkeit während des Zweiten Weltkrieges mit Ritterkreuz, Eichenlaub und Schwertern ausgezeichnet. Von seinen Kameraden verehrt und bewundert, galt er in den USA lange Zeit als Inkarnation eines Kriegsverbrechers. Der Grund dafür war tragisch. Joachim Peiper hatte sich während der sogenannten Ardennenoffensive im Dezember 1944 zur falschen Zeit am falschen Ort aufgehalten. Ein Zufall, der genügte, um an ihm ein Exempel zu statuieren und ihn im Räderwerk von Politik und Justiz zu zermahlen. Er war daher vollkommen überrascht, als ihm bei seiner Verhaftung durch US-Truppen vorgeworfen wurde, während der Ardennenoffensive einen Mordbefehl erteilt zu haben, dem 71 amerikanische Soldaten zum Opfer gefallen seien. Um die Geschehnisse, die diesem Vorwurf zugrunde lagen, rekonstruieren zu können, muss man in den Dezember des Jahres 1944 zurückgehen. Zu dieser Zeit wollte Hitler noch einmal das Kriegsgeschehen wenden. Um die alliierten Landungstruppen zurückzuschlagen, plante er im Westen eine groß angelegte Offensive. War die Lage an dieser Front erst einmal stabilisiert, so seine Überlegungen, hätte er den Rücken frei, um sich der Ostfront zuzuwenden. Seine Hoffnung ruhte auch auf einem neuen Panzertyp, dem Königstiger. Ein Kampfwagen, der allen gegnerischen Panzern überlegen war und das Rückgrat der deutschen Armee bildete. Der Angriff sollte, wie schon beim Westfeldzug im Mai 1940, durch die von den Alliierten nur schwach besetzten Ardennen führen. Um die amerikanische Luftüberlegenheit nicht zum Tragen kommen zu lassen, wartete die deutsche Heeresführung auf eine Schlechtwetterperiode.
Zu den bereitgestellten Verbänden gehörte auch die 1. SS-Panzerdivision Leibstandarte Adolf Hitler, in der Oberst Joachim Peiper eine Panzereinheit führte. Am 14. Dezember 1944 bezog die Kampfgruppe Peiper im Blankenheimer Wald unweit der Grenze zu Belgien ihren Bereitstellungsraum, aus dem sie 2 Tage später um 5:30 Uhr bei neblig trübem Winterwetter zum Angriff in Richtung Antwerpen antrat. Die Offensive begann vielversprechend und die Deutsche Wochenschau berichtete euphorisch: Aus den machtvollen Vorstößen unserer Panzer- und Infanterieverbände im südbelgischen und luxemburgischen Raume hat sich eine beweglich geführte Abnutzungs- und Begegnungsschlacht entwickelt, die vom Gegner ungeheure Material- und Menschenopfer fordert. Wo unsere Soldaten sind, ist auch Feldmarschall Model. Immer wieder ist es der starke Einsatz der Panzerwaffe auf beiden Seiten, der in den OKW-Berichten besonders erwähnt wird. Am 17. Dezember gegen 5 Uhr morgens erreichte die Kampfgruppe Peiper das belgische Örtchen Honsfeld, wo sie ein amerikanisches Aufklärungsbataillon zerschlug. Gegen 8 Uhr standen die Panzer in Büllingen. Unvorhergesehene Probleme bereiteten allerdings die schweren Königstiger, die auf den verschlammten Straßen nur mit Mühe vorankamen. Als die Spitze der Kampfgruppe gegen 12:30 Uhr des gleichen Tages südlich von Malmedy die Straßenkreuzung bei Bonnier erreichte, stieß sie auf eine Lastwagenkolonne des 285. amerikanischen Feldartillerie-Beobachtungsbataillons, die in Richtung St. Vith fuhr. Als die Panzer das Feuer eröffneten, sprangen die GIs in Panik aus ihren brennenden Fahrzeugen. Einige fielen, einige ergaben sich, andere erwiderten das Feuer und wieder andere versuchten, in einen angrenzenden Wald zu fliehen. Als die Panzer näher kamen, haben sich die amerikanischen Soldaten ergeben, die Hände gehoben, sie kamen heraus aus der Deckung, sie gaben sich gefangen. Nun ist es immer eine sehr seltsame Situation, wenn Panzerverbände Gefangene machen. Sie haben ja eigentlich niemanden zur Verfügung, der Gefangene bewacht, nach hinten bringt, um sie an Sammelstellen abzuliefern. Und so war es auch in diesem Fall. Im Grunde haben die Panzer der Spitzengruppe die amerikanischen Gefangenen nur nach hinten gewunken. Auf eine Wiese, auf dieser Wiese wurden die amerikanischen Gefangenen gesammelt. Als Joachim Peiper wenig später in einem eroberten US-Jeep den Schauplatz erreichte, war er ungehalten, dass seine Kampfwagen noch immer an der Kreuzung standen und die Amerikaner bewachten. Er ließ die Straße von den brennenden LKWs räumen, übernahm einen der Schützenpanzer und wies die übrigen Kampfwagen an, ihm in Richtung des nahegelegenen Ortes Engelsdorf zu folgen. Dort sollte sich angeblich ein amerikanischer General befinden, den er unbedingt gefangen nehmen wollte. Peiper befahl also den Fahrzeugen, die Fahrt fortzusetzen. Und in dieser Pause glaubten die Amerikaner, sie könnten einen Fluchtversuch wagen. Ein Teil von ihnen nahm die Waffen wieder auf. Sie rannten an den Wald hinein, etwa 60 Meter entfernt. Und in diesem Augenblick kam eine neue Panzergruppe, der Kampfgruppe Peiper, sah diese flüchtenden Gefangenen und hat das Feuer eröffnet. Jedenfalls kam es zu einem zweiten Mal, dass sich die Gruppe sammelte an der gleichen Stelle auf der gleichen Wiese. Beim Weitermarsch passierte es, dass bei dem Spitzenwinkel zur Einbiegung in die N23 sich ein Panzer der 7. Kompanie und ein Schützenpanzer der 11. Kompanie in den Straßengraben verirrten. Und es scheint so, als ob die Amerikaner diese Pause benutzten, um sozusagen einen zweiten Fluchtversuch zu wagen. Zusammengefasst und unter Berücksichtigung aller Informationen stellt sich das Geschehen wie folgt dar. Beim Vormarsch auf Engelsdorf bedeuteten die Panzerbesatzungen den Gefangenen, sich unbewaffnet in Richtung der nachrückenden deutschen Infanterie zu begeben. Nachdem die Panzer abgezogen waren, sammelten sich die überlebenden Amerikaner und zumindest ein Teil von ihnen nahm die zuvor weggeworfenen Waffen wieder auf. Statt der Infanterie näherte sich etwa 15 Minuten später die Vorhut der eigentlichen deutschen Panzergruppe.
Da sie von den vorausgegangenen Ereignissen nichts wusste, hielt sie die auf einer Wiese jenseits der Straße laufenden Amerikaner für Angreifer, die niedergekämpft wurden. Bei diesem Schusswechsel gab es auf amerikanischer Seite weitere Tote. Die Überlebenden ergaben sich ein zweites Mal. Wieder rollten die deutschen Panzer weiter. Als später eine dritte Kolonne deutscher Kampfwagen die Kreuzung passierte und 2 Fahrzeuge in einen Straßengraben rutschten, nutzten die Amerikaner die Situation zu einem erneuten Fluchtversuch. Bei dem Versuch, diese Flucht zu vereiteln, fielen noch einmal mehrere GIs. Manche Details dieser tragischen Entwicklung sind bis heute ungeklärt. Aber ein gezieltes, von den Offizieren befohlenes SS-Massaker an unbewaffneten amerikanischen Kriegsgefangenen, wie es die US-Justiz später darzustellen versuchte, gab es sicher nicht. Dies bestätigt auch Hans Siptrott, der damals zu Peipers Männern gehörte. Es waren kämpfende Truppen, die haben immer wieder ihre Waffen aufgenommen. Deswegen wurden sie von der Spitze, von der Nachhut, von jeder Einheit angegriffen, weil sie nicht das befolgt haben, was ihnen die Spitzengruppe gesagt hat, dass sie die Waffen hinlegen sollen und sollen rückwärts in Gefangenschaft laufen. Die amerikanische Seite erfuhr von den Vorgängen durch einige US-Soldaten, denen die Flucht gelungen war. Auch nach ausführlicher Anhörung dieser Zeugen konnte der befehlshabende Offizier keine Anzeichen für ein Verbrechen erkennen. Einen entsprechenden Bericht schickte er an General Eisenhower. Im US-Hauptquartier sah man die Sache vollkommen anders. Die Verantwortlichen erkannten sofort die propagandistischen Möglichkeiten und stellten die amerikanischen Gefallenen in den Mittelpunkt einer breit angelegten Pressekampagne. Die amerikanische Presse griff dieses Massaker auf, um zu zeigen, welche Bestialität deutsche Soldaten verkörpern können, insbesondere die Soldaten der Waffen-SS. Inzwischen hatte sich das Kriegsglück gewendet. Nachdem das Wetter umgeschlagen war, konnte die alliierte Luftwaffe in die Kämpfe eingreifen. Damit war die Schlacht entschieden. Innerhalb weniger Tage brach die deutsche Bodenoffensive zusammen. Die Einheiten zogen sich hinhaltend kämpfend in ihre Ausgangsstellungen zurück. Obgleich die Amerikaner das Gebiet um Malmedy bereits Tage zuvor zurückerobert hatten, wurden die toten US-Soldaten erst am 13. Januar 1945 und auf Hinweis belgischer Zivilisten geborgen. Die Bilder der Leichen, über die inzwischen Neuschnee gefallen war, entfesselten in den USA einen Sturm der Empörung und den Ruf nach Rache. Dies umso mehr, als sich unter den Opfern die Söhne eines Senators und eines einflussreichen Großindustriellen befanden. Im aufflammenden Wirbel der Emotionen gerieten die tatsächlichen Ereignisse schnell in den Hintergrund, zumal Augenzeugen vor laufenden Kameras das Bild hemmungslos mordender SS-Männer zeichneten. Ich bin Unteroffizier William B. Summers aus West Virginia vom 285. US-Artilleriebeobachtungsbataillon. Als wir nach Malmedy fuhren, wurde unsere Kolonne von Gewehr- und MG-Feuer gestoppt. Dann kamen diese Panzer und wir mussten uns ergeben. Sie nahmen uns alle Wertsachen ab und brachten uns auf ein Feld. Da kommt ein Bursche in einem Panzer, klettert heraus und feuert mit der Pistole in die Menge. Dieser sogenannte Augenzeugenbericht vom Raub der persönlichen Wertsachen hat mit der Wahrheit wenig gemein. Obwohl viele der Soldaten ihre Erkennungsmarken nicht dabei hatten, die sogenannten Dog Tags, war die Identifizierung ganz leicht, denn sie hatten alles bei sich, was ihnen gehörte, von Fotos über gar Bargeld bis zu Uhren, bis zu allem, was zur Identifizierung nötig gewesen ist. Die Deutschen haben zunächst von der schweizerischen Presse erfahren, dass die Amerikaner behaupteten, dort seien 150 oder so amerikanische Soldaten als Kriegsgefangene erschossen worden. Man hat in den ersten 10 Tagen nach der Meldung absolut nichts finden können, um das zu bestätigen. Die interne Reaktion war, dass
Es muss nicht stichhaltig sein, es muss nur Propaganda sein, weil wir keine Bestätigung finden. Einige Tage später kommt eine offizielle Protestnote, eingeleitet oder weitergeleitet durch das Auswärtige Amt in Bern, also Schweizer als Schutzmacht der Interessen Amerikas. Und da muss das Auswärtige Amt in Deutschland eine Antwort vorbereiten. Und dann haben sie eine erneute zweite Untersuchung veranlasst. Die hat 2,5 Monate gedauert und sie sind auch wiederum nicht auf Beweise eine bewusste Tötung. Zur gleichen Zeit vertraute US-General Patton seinem Tagebuch völkerrechtswidrige Übergriffe gegen deutsche Kriegsgefangene an. Es ist zu einem bedauerlichen Zwischenfall gekommen. Gefangene wurden erschossen. Ich hoffe, dass dieser Zwischenfall niemals bekannt wird. Derartige Zwischenfälle waren durchaus keine Seltenheit. Und die Opfer waren nicht nur SS-Angehörige und Wehrmachtssoldaten, sondern auch mit Deutschland verbündete ausländische Kriegsfreiwillige, wie diese Franzosen, die sich in Süddeutschland den Alliierten ergeben hatten und wenig später erschossen wurden. Es scheint, dass an mehreren Punkten von mehreren Offizieren der Befehl gegeben wurde, in Zukunft keine Soldaten der Waffen-SS mehr gefangen zu nehmen. Bekannt ist also, dass der Kommandeur der 828. Infanteriedivision mit dem Befehl 27 sagte, "No SS troops or paratroopers will be taken prisoner, but will be shot on sight." Am 27.12. ist ein Massaker bekannt in der Nähe von Mont-en-Monnet, wo 60 Soldaten der Waffen-SS, die sie schon gesammelt hatten, erschossen wurden, in cold blood, wie es hieß. Und am Neujahrstag gibt es eine weitere Episode, dass die Angehörigen der 11. US-Panzerdivision bei Chemonje 21 deutsche Soldaten erschossen, die sich mit einer weißen Fahne aus einem brennenden Haus retten wollten. Als Folge ist man drauf gekommen, dass eine Reihe deutscher Kriegsgefangene mit Kopfschuss getötet worden sind. Die verantwortlichen US-Offiziere und ausführenden Soldaten dieser Kriegsverbrechen mussten sich bis heute vor keinem Gericht verantworten. Doch zurück zu Joachim Peiper. Zusammen mit seinen Männern war er in den Tagen nach den tragischen Ereignissen an der Straßenkreuzung bei Bonnier bis nach La Gleize vorgestoßen und hatte dabei rund 150 weitere amerikanische Soldaten gefangen genommen. Als klar war, dass die Offensive scheiterte, ließ Peiper alle seine amerikanischen Kriegsgefangenen frei. Dass sie die ganze Zeit über einwandfrei und nach den Vorgaben der Genfer Konvention behandelt worden waren, bestätigte einer von ihnen, Major Hal McGowan, im späteren Prozess gegen Peiper. Nach Kriegsende begannen die Amerikaner eine intensive Suche nach Angehörigen der 1. SS-Panzerdivision, insbesondere nach Männern der Kampfgruppe Peiper. Über 1000 ehemalige Soldaten der Waffen-SS kamen in eigens errichtete Sonderlager. Die Angehörigen der Gruppe Peiper wurden isoliert und in das Gefängnis der württembergischen Kleinstadt Schwäbisch Hall eingeliefert. Hier warteten bereits Vernehmungsoffiziere der sogenannten War Crimes Commission, die bei der Wahl ihrer Befragungsmethoden nicht zimperlich waren. Trotz meterdicker Gefängnismauern hörten die Bewohner von Schwäbisch Hall wochenlang die Schmerzensschreie der Gefolterten. Folterungen gingen wirklich bis in den 3. Grad. Man zerschlug den Männern die Hoden, ich erwähne das ausdrücklich, weil damit eigentlich wieder die Brücke zu Abu Ghraib gezogen wird. Aber man drückte Zigaretten auf ihre Hand aus, zerschlug ihnen die Zähne, mehrmals, bei mehreren war der Kiefer zerbrochen. Der Gummiknüppel war das Instrument, mit dem sie behandelt wurden. Und eigentlich alle, verließen die Vernehmungszimmer wieder blutend. Obwohl seitdem Jahrzehnte vergangen sind, haben die Misshandelten bis heute geschwiegen.
Erst nachdem die Medien in jüngster Zeit über US-Folterungen in irakischen Gefängnissen berichteten und Fotos die Vorgehensweise amerikanischer Verhörspezialisten belegen, waren die letzten noch lebenden Augenzeugen bereit, das Schweigen zu brechen. Ihre Aussagen sind ebenso schockierend wie erschütternd, und nicht wenige der aufgezeigten Einzelheiten zeugen von einer Kontinuität US-amerikanischer Verhörpraktiken, die offenbar von Landsberg bis Abu Ghraib unverändert geblieben sind. Die Betroffenen leiden bis heute unter den Spätfolgen der Misshandlungen, die bereits bei der Einlieferung in das Gefängnis von Schwäbisch Hall begannen. Von dem LKW bis zur Zelle wurden wir im Laufschritt unter Knüppelhieben der Pfosten gejagt, unter dem bekannten Zurufen Max schnell, schnell, schnell. Geschlagen mit Fußtritten und Knietritten im Bauch und Geschlechtsteile, also an Schlägereien bis in die Zelle rein. Als besonders grausam empfanden die Gefangenen die schwarzen Kapuzen, die ihnen die Wächter bei jeder Gelegenheit über den Kopf zogen. Sobald man abgeholt wurde in der Zelle, kriegte man die Kapuze übergezogen. Man wurde dann geführt. Ja, auch die Hände wurden gebunden. Und dann wurde man die Treppen runter und dann wieder auf der anderen Seite die Treppen hoch. Dann wurde man geführt und blieb dann eben dort vor der Vernehmungszelle blieb man stehen. Und das war ja das, da Amerikaner die Gummistiefel anhatten, da wusste man nie, kommt jemand oder kommt nicht. Und dann auf einmal kriegt man einen Tritt in den Hintern oder ein paar Schläge in den Magen. Das war gang und gäbe dort. Wir hatten ja jedes Mal eine schwarze Kapuze über, die blutverkrustet war, wurde aufgezogen und da standen wir vor den Vernehmungszellen und wer da geschlagen hatte, konnte man nichts sehen. Das sollte der totalen Isolierung mit beihelfen. Und die waren zum Teil innen so mit Blut verschmiert, die Kapuzen, dass es einen direkt angeekelt hat. Es gab auch andere Foltermethoden, dass Streichhölzer unter die Fingernägel getrieben wurden und die angezündet wurden. Und es gab andere Foltermethoden, wo in den Magen geschlagen wurde mit der Faust oder mit dem Fuß. Oder es gab andere Foltermethoden, wo Zähne ausgeschlagen wurden. Nichts zu trinken gekriegt. Aus der Kloschüssel mussten wir unser Wasser trinken. Alle Foltermethoden dienten nur einem Ziel. Die Gefangenen sollten die Existenz eines Befehls zur Erschießung amerikanischer Kriegsgefangener zugeben. Der Nachweis eines solchen Befehls würde die Version des angeblichen Massakers durch die Kampfgruppe Piper an der Kreuzung bei Bonnier stützen und gleichzeitig die Waffen-SS als verbrecherische Organisation entlarven. Um die Beweisfindung zu beschleunigen, legten die US-Vernehmungsspezialisten den Gefangenen immer wieder fertig formulierte Geständnisse vor, die diese nur noch unterschreiben mussten. Oft hat man mir Sachen diktiert, wo überhaupt mit der Wahrheit überhaupt nichts zu tun hatten. Und halb bewusstlos durch diese Misshandlung soll ich manches unterschrieben haben, was ich aber dann hinterher gleich widerrufen habe und gesagt, das stimmt doch nicht. Ich habe Befehle zu Gefangenenerschießung sowie Gefangenenerschießung selbst habe ich nie erlebt. Um eine Unterschrift unter die vorformulierten Aussagen zu erzwingen, nutzten die Verhöroffiziere rücksichtslos die psychische Anspannung der oft blutjungen Männer aus. Wer bereit war, einen ehemaligen Kameraden zu belasten, erhielt das Versprechen, damit seinen eigenen Kopf vor dem Galgen zu retten. Die so erpressten Geständnisse wurden dann den anderen Gefangenen vorgelegt, um diese unter Druck zu setzen. Perl hat mir eben ein Geständnis von Hennecke, ein sogenanntes Statement, vorgelesen, in dem er detailliert geschildert hat, dass ein Befehl von Sturmführer Pötschke an ihn erteilt wurde, überbracht durch mich. Er möchte von seiner Kompanie ein Schießungskommando zusammenstellen. Ich erklärte dem Ohlern und Perl, dass ich mich an einen solchen Fall nicht erinnern könnte,
Worauf der Pearl sagte, ja, vielleicht haben Sie als Adjutant Wichtigeres zu tun gehabt. Schreiben wir das so, Sie haben Wichtigeres zu tun gehabt, Sie können sich nicht daran erinnern, aber es wäre möglich gewesen. Wir sind dann in die Räume reingeführt worden und dann kamen die einzelnen Vernehmer, wie bei mir der Mr. Don und der Mr. Pearl, und dann hat man mir die Aussagen von den Leuten gezeigt. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein, da ich niemals einen Befehl gegeben habe zum Erschießen von Gefangenen. In Schwäbisch Hall hat neben mir Freimut gelegen und den haben sie eine Einheit verlangt. Und dann hat er mir an anderen Morgen durchs Fenster geschrien, oder abends vielmehr, sie haben ihn eine Einheit abgepresst, er kann nicht mehr leben. Und da hat er sich dann aufgehängt am Fensterkreuz. Nach der Prügelei, wie dann habe ich gesagt, jetzt doch gleich. Aufhängen tun sie dich sowieso, also kannst du da auch das zugeben und dann spielt es keine Rolle mehr. Die lassen mich dann zumindest in Frieden. Ich habe dann eben alles geschrieben, was er da haben wollte. Und hatte mir allerdings auch angedroht bei der Prügelszene, sagt er, dass ich sollte meinen Ordonnanzoffizier, und der Sturmherr Reiser, den sollte ich belasten. Er hätte mir den Befehl gegeben. Und ich habe gesagt, das stimmt ja gar nicht. Na, das stimmt nicht. Und dann hat er gesagt, gut, dann werden Sie das selbst bereuen. Ich habe ein sogenanntes Geständnis, wo meine Unterschrift gefälscht ist. Und Selbst vor Scheinhinrichtungen schreckten die Folterknechte nicht zurück. Da haben sich die als Richter ausgegeben, haben mich an Galgen geführt und wollten mich aufhängen, sagen, Sie haben noch eine Chance, wenn Sie alles zugeben, dann werden wir Sie begnadigen. Wenn Sie alles zugeben, können wir Ihnen zur Heimkehr und versprechen Ihnen auch, dass wir Ihre Eltern beschützen. Aber wenn Sie uns nicht helfen, sagen wir Ihnen gleich, dass Sie hingerichtet werden und Ihre Eltern auch. Man hat in Schwäbisch Hall mir einen Prozess gemacht und zum Tode verurteilt und dann abgeführt in den Nebenraum, wo ich dann aufgegangen wurde, stranguliert, und bin dann in meiner Zelle wieder aufgewacht. Es gab in den Zellen Vorrichtungen, wo ein Seil mit einer Schlinge installiert war. Die Schlinge wurde dem um den Hals gelegt und schön langsam hochgezogen, bis er nur noch auf den Fußspitzen stehen konnte. Und dann noch ein bisschen, bis er merkte, jetzt geht's um Sein oder Nichtsein. Ende April 1945 hatten die Amerikaner das Lager Dachau befreit. Die dabei offenkundig gewordenen Verbrechen gaben den Ausschlag, am gleichen Ort auch die sogenannten Kriegsverbrecherprozesse gegen deutsche Angeklagte durchzuführen. Eines dieser Verfahren, der sogenannte Malmedy-Prozess, begann am 16. Mai 1946. Angeklagt waren 71 ehemalige Angehörige der Kampfgruppe Peiper. Mit ihnen standen die 3 SS-Generäle Sepp Dietrich, Fritz Krämer und Hermann Pries vor Gericht. Bis heute wenig bekannt ist eine Maßnahme der Amerikaner, die den Status der Angeklagten erheblich verschlechterte. Am 9.5. wurde ihnen der Kriegsgefangenenstatus entzogen. Und damit waren sie
nicht mehr geschützt durch die Genfer Konvention aus dem Jahr 1929, die für Kriegsgefangene ja nicht nur die Inspektion durch das Rote Kreuz vorsieht, sondern auch Fragen der Ernährung klärt, Postverkehr, also alle jene Vergünstigungen, die Kriegsgefangene haben müssen. Die Angeklagten sind Angehörige einer Elitetruppe, sehr jung, zum Glauben an das Reich und zum Gehorsam gegenüber dem Führer erzogen. Jetzt war ihr Reich zerstört, der Führer tot. Die Ankläger sind dieselben Männer, die 4 Monate lang die deutschen Gefangenen gefoltert und verhört hatten. Die Richter gelten aufgrund einer Vereinbarung der Siegermächte als internationales Gericht. Gegen ihr Urteil ist keine Berufung möglich. In Wahrheit stehen die deutschen Soldaten aber vor einem amerikanischen Militärgericht, dessen Vorsitzender ein General ist. Der einzige juristisch vorgebildete Offizier, Oberst Abraham Rosenfield, bestimmte daher den Prozessverlauf fast nach Belieben. Colonel Willis B. Everett und seine deutschen Kollegen stehen als Verteidiger von Anfang an auf verlorenem Posten. Ihre Arbeit wird mit allen nur denkbaren Mitteln erschwert und behindert. Da anderes Beweismaterial fehlte, gründete sich die Anklageschrift im Wesentlichen auf die erpressten Geständnisse der Angeklagten, die in ganzen Absätzen wörtlich übereinstimmten. Ein Tatbestand, der das Gericht nicht weiter störte. Zugelassen wurde sogar ein angebliches, aber nicht unterschriebenes Geständnis des Angeklagten Arvid Freimuth, der sich in Schwäbisch Hall umgebracht hatte, um die vorgelegte Falschaussage nicht unterschreiben zu müssen. Als Ersatzunterschrift wurde die vom Vernehmer Pearl abgegebene eidesstattliche Erklärung anerkannt, in der dieser den restlichen Geständnistext Freimuths vorlegte, so wie er ihn ausgesagt hätte, wenn er noch leben würde. Das Beweismaterial, was von der Anklage vorgelegt worden ist, die in erster Linie auf Geständnisse stand, also durch die nachgewiesenen Folterungen und Misshandlungen und Einschüchterungen und so weiter, also vollkommen hinfällig war. Diese unterschriebenen Geständnisse, es waren ja insgesamt dann etwa fast 100, die galten als Anklagematerial und wurden bei Gericht verwertet. Dem Einspruch der Verteidigung, das Gericht sei ein parteiisch zusammengesetztes Siegertribunal, das nicht unparteiisch Recht sprechen könne, entgegnete der beisitzende Richter Abraham Rosenfield in verblüffender Offenheit: Diese Gerichte wurden eingesetzt, um das Rechtssystem zu verankern, das im Interesse militärischer Sicherheit schnell, wirksam und ungehindert durch Formalitäten arbeiten soll und das gleichzeitig den hohen Standard angloamerikanischer Justiz bestätigt. Der Antrag wird zurückgewiesen. Die Verteidigung protestiert außerdem gegen das gemeinsame Verfahren gegen alle 74 Angeklagten. Der Verteidigung sollte erlaubt sein, ein unterschiedliches Ausmaß der Beteiligung an den Zwischenfällen herauszustellen, in denen die Angeklagten der Verletzung des Kriegsrechts beschuldigt werden. Abraham Rosenfields Antwort lautete: Im vorliegenden Fall lässt sich das Gericht von der Entscheidung im Fall Dachau leiten, in dem gegen 40 Angeklagte, und von dem Fall Mauthausen, wo gegen 61 Angeklagte gleichzeitig verhandelt wurde. Den Hinweis der Verteidigung, dass zwischen Wachmannschaften von Konzentrationslagern und kämpfenden Truppen unterschieden werden müsse, legten die Richter ebenfalls ad acta. Für derartige Feinheiten war angesichts der aufgeputschten Atmosphäre in den USA keine Zeit. Das Gericht wusste genau, dass man von ihm schnelle und harte Urteile erwartete. Für die Anklage traten 4 Zeugen auf, die aus eigenem Erleben berichteten. Virgil P. Larry Jr., student, University of Kentucky, Lexington, Kentucky. What is your nationality? An American citizen. Was ist Ihre Nationalität? Amerikanischer Staatsbürger. Larry zeigt den Weg seiner Einheit bis zum Ort der Gefangennahme und beschreibt danach den Beginn des angeblichen Massakers an den an der Straßenkreuzung versammelten Amerikanern durch einen deutschen Panzersoldat. And aim it in the direction of our group. Ich habe gesehen, wie dieser Mann eine Pistole gezogen hat und auf unsere Gruppe gezielt hat. Did he aim the pistol more than once?
Hat die Pistole mehr als einmal gezielt? He did in the following manner. Ja, auf diese Weise. His hands on his hip. Deine Hand auf der Schulter, auf der Three Hüfte. times. 3-mal. Then what happened? Was hat dann gemacht? He then fired 2 shots into our group. Hat dann 2 Schüsse auf unsere Gruppe abgegeben. The first shot, a man to my right front, approximately here, with his hands up in this manner, went down like this. Nach dem ersten Schuss ist ein Mann rechts vorne von mir, der seine Hände so hoch hatte, auf diese Weise umgefallen. Wollen sich die Angeklagten links anschauen und sagen, ob der Mann, der die 2 Schüsse auf die Kriegsgefangenen am 17. Dezember 1944 in der Nähe der Straßenkreuzung in Belgien abgegeben hat, anwesend ist. This is the man that fired the first 2 pistol shots into the American prisoner of war. Das ist der Mann, der die ersten 2 Pistolenschüsse auf die amerikanischen Kriegsgefangenen abgegeben What hat. number is he wearing? Welche Nummer hat er? Number 14. Nummer 14 ist Georg Phleps, der Ladekanonier von Hans Sibtrott. Obwohl Phleps damals mehrere 100 Meter von ihm entfernt in Winterkleidung in einem Panzer stand und sein Gesicht pulvergeschwärzt war, identifiziert Larry ihn ohne zu zögern. Kein Wunder. Denn Larry war am Tag zuvor in die Zelle von Georg Phleps geführt worden, um sich bei der Gegenüberstellung im Gerichtssaal genau an den Schuldigen zu erinnern. Der nächste Zeuge, Samuel Deborens, ein Sanitäter und Kameramann, beschreibt denselben Vorgang völlig anders. One German soldier stands up in the tank. He takes his pistol and points at the crowd. He waves it around 2 or 3 times and drops it to his side. Ein deutscher Soldat steht in dem Fahrzeug auf, zieht seine Pistole, bewegt sie einige Male herum und dann lässt sie dann bis zu seiner Seite herunter. Then some American prisoner that was lying in the field, I don't know who he was, hollered, "Stand fast." Dann ruft irgendein amerikanischer Gefangener, der irgendwo im Feld gelegen ist, stehen bleiben. The next time he pulls a pistol, he takes deliberate aim and fires. I'll see a man about center way to the front rank go down. Das nächste Mal, wie er seine Pistole zieht er genau und schießt. Und ich sehe, wie ein Mann ungefähr in der Mitte der ersten Reihe niederfällt. I saw him shoot one wounded soldier who was crying for help, hollering, saying that his leg was paralyzed and calling for the medics. Ich habe gesehen, wie sie einen Verwundeten erschossen haben, der um Hilfe geschrien hat und gesagt hat, dass sein Fuß gelähmt war und der Sanitäter hergerufen hat. He was laying less than 5 feet from me. They shot him in the back of the head. Der ist weniger als 1,5 Meter von mir weggelegen und wurde in den Hinterkopf geschossen. Keiner der Richter nimmt Notiz davon, dass Dobrans berichtet hat, ein Amerikaner habe stehen bleiben gerufen, bevor der erste Schuss fiel, dass also offenbar zumindest einer der Gefangenen zu fliehen versuchte. Dobrans soll nun den Deutschen identifizieren, der unmittelbar neben ihm einen verwundeten Amerikaner erschoss. No, sir, I cannot recognize. Nein, ich kann ihn nicht wiedererkennen. Der angebliche Mörder ist nicht anwesend. Die Anklage ist blamiert. Die sogenannten 4 Überlebenden aus diesem Zwischenfall, die als Zeugen im Prozess in Dachau aufgetreten sind, haben auch zum Teil sehr widersprüchliche Aussagen gemacht. Denn der Oberleutnant Larry, der diese Truppe dort unter Befehl hatte, gab zu, dass sowohl geschossen wurde, das Feuer also erwidert worden ist, dass sowohl Fluchtversuche unternommen worden sind, als die Panzer herankamen und er auf die Reaktion von fallenden Schüssen den Befehl gegeben hat, stand, also steht, bleibt stehen, was zurückzuführen ist, dass Fluchtversuche unternommen worden sind. Chefankläger Oberst Ellis
macht noch einmal unmissverständlich klar, worum es in diesem Prozess ging. Wir werden zeigen, dass für diese Offensive der Grundsatz galt, Terror und Panik zu verbreiten, als Rache für den sogenannten Bombenterror gegen deutsche Städte und Kriegsgefangene sowie unbewaffnete Zivilisten zu ermorden. Das 1. SS-Panzerregiment unter dem Befehl des Angeklagten Piper gab diesen Befehl dahin lautend weiter, dass dieser Kampf unerbittlich geführt werden muss, ohne Rücksicht auf Kriegsgefangene, die zu erschießen sind, wenn die Lage das erfordert. Es ist der Anklage nicht gelungen, zu beweisen, dass hier bewusst die amerikanischen Kriegsgefangenen erschossen worden sind. Da ein Befehl zur Gefangenenerschießung nicht nachgewiesen werden kann, trägt die Anklage geradezu grotesk wirkende Beweise vor. So führte Ellis als Beleg für die terroristische Gesinnung der deutschen Panzersoldaten Folgendes an. In jener Nacht versammelten sich die Truppen vor der Stunde Null um ihre Lagerfeuer und sangen das Lied vom Blut und den langen Messern. Das war das erste Mal, dass dieses Lied im Westen gesungen wurde. Daraus schloss die Truppe, dass sie die Regeln der Genfer Konvention ungestraft missachten und nun so kämpfen dürfe wie vorher in Russland. Wollen Sie Worte dieses Liedes wiederholen? Wetzt die langen Messer, wetzt die langen Messer. Sharpen the long knives, sharpen the long knives. Am Laternenpfahl. At the lamp post. Blut soll fließen. Blood should flow. Knüppelhaare dick. Knüppelhaare dick. The cudgels should fall thickly. Wir pfeifen auf die Freiheit. We don't care for freedom. Der Sowjetrepublik. Of the Soviet Republic. Dann präsentiert die Verteidigung einen Entlastungszeugen. Die Belehrungen über Kriegsgefangene wurden allmonatlich in den Kompanien durchgeführt und aktenkundig gemacht. Das heißt, für uns Panzersoldaten, Kriegsgefangene wurden grundsätzlich entlang der Vormarschstraße nach rückwärts geschickt. That meant for us panzer soldiers that prisoners of war were fundamentally sent on the advance road to the rear. Die dann von der nachfolgenden Infanterie aufgenommen wurden. Ein weiterer Entlastungszeuge war Hubert Meyer, ehemals erster Ordonnanzoffizier der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend, die ebenfalls an der Ardennenoffensive beteiligt war. Während des Prozesses bin ich dann als Zeuge der Verteidigung aufgerufen worden und habe dann die Aussage gemacht, ich war das und habe den Beginn der Offensive im Rahmen des 1. SS-Panzerkorps mitgemacht. Und ich weiß genau, dass kein Befehl gegeben worden ist, keine Gefangenen zu machen, sondern im Gegenteil, wir haben eine große Anzahl amerikanischer Soldaten gefangen genommen. Der einzige wesentliche Zeuge ist ein amerikanischer Oberstleutnant gewesen, Hal McCown, der bei Piper bei seinem tiefsten Vorstoß in La Glaise gefangen genommen worden war. Er war im Pentagon inzwischen und kam wirklich aus Amerika zurück, um für Piper zu sprechen. Late that night, ja, spät nachts, I was called from the small cellar to a cellar immediately across the street from the big church. Wurde ich von dem kleinen Keller in einen Keller, der direkt gegenüber der Kirche gelegen war, gerufen. War das in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember? It was. Ja. Und was ist geschehen, wie Sie an diese Stelle gebracht wurden? Colonel Piper questioned me for tactical information, and when I gave none, sent me away. Standartenführer Piper hat Fragen an mich gestellt bezüglich der taktischen Lage, und nachdem ich keine Auskunft gegeben hat, hat er mich weggeschickt. Haben Sie und Standartenführer Piper zu dieser Zeit irgendetwas besprochen? We talked until 5 o'clock the next morning. Wir haben bis 5 Uhr den nächsten Morgen gesprochen. Können Sie sagen, worüber Sie gesprochen haben? Conversation covered general subjects, politics. Wir sprachen über allgemeine Dinge, Politik. Why Germany was fighting the war. Warum Deutschland Krieg führte. Politics.
why Germany was fighting the war. Politik, warum Deutschland Krieg führte und so weiter. Hall McCown sagte, ich habe in Oberst Piper einen untadeligen Offizier und in den von ihm geführten Soldaten anständige, tapfere und aufrechte Männer kennengelernt, denen ich die vorsätzliche Ausführung der ihnen zur Last gelegten Handlungen nicht zutraue. Ich selbst habe während meiner Gefangenschaft bei Piper keine Vergehen gegen das Kriegsrecht feststellen können und wurde auch persönlich einwandfrei behandelt. Als die Verteidigung den Hauptvernehmungsoffizier Pearl nach den Umständen der erpressten Geständnisse befragt, schimmert ansatzweise die Wahrheit über die Verhörmethoden von Schwäbisch Hall auf. I have been chief interrogator on the Malmedy case. Ich war der Hauptvernehmungsoffizier im Malmedy-Fall. Pearl war der meistgefürchtete Vernehmungsoffizier in Schwäbisch Hall. Ihm wird eine Kapuze gezeigt. Diese Kapuzen waren oft noch vom Vorgänger her blutverkrustet, wenn sie den Angeklagten über den Kopf gestülpt wurden. Wollen Sie dem Gericht sagen, was es ist? It is a hood similar to those which were used for bringing suspects to the interrogation rooms and bringing them back again to their cells. Das ist eine Kapuze, die ähnlich zu diesen ist, die verwendet wurden, um Verdächtigte zu den Vernehmungszimmern zu führen und zu ihren Zellen zurückzuführen. Once mentioned to me that being brought to an interrogation room, he was kicked by somebody he could not identify. Dietrich hat mir einmal gesagt, dass während er zu einem Vernehmungszimmer geführt wurde, er von jemandem, den er nicht identifizieren konnte, getreten worden war. Die Anklage lässt die Verhöroffiziere als Zeugen auftreten, ihre Aussagen unter Eid abgelegt gelten. Auch Harry Thon, im Umgang mit den Gefangenen nicht weniger brutal als Pearl, leugnet jede Form von Folter. Haben Sie von diesem Vorfall je gehört, bevor Piper über diesen Fall hier ausgesagt hat? No, I never did hear such a thing. Nein, ich habe nie etwas davon gehört. Did you ever threaten to hang Chris? Haben Sie jemals Chris bedroht, dass er aufgehängt wird? No, sir. Haben Sie jemals den Angeklagten Tormat ins Gesicht oder in den Magen gestoßen? No, sir. Nein. Did you ever strike him in any part of his body? Haben Sie ihn jemals in irgendeinen Körperteil geschlagen? I never touched him, sir. Ich habe ihn niemals berührt. Did anyone ever touch him in your presence? Hat irgendjemand ihn in Ihrer Gegenwart jemals berührt? No, sir. Did you ever examine the inside of the hoods that were used on the accused when they were moved to Schwäbisch Hall? Haben Sie die Innenseite der Kapuzen, die verwendet wurden, um die Gefangenen in Schwäbisch Hall von einer Stelle zur anderen zu bringen, untersucht? I did not exactly examine them, but I always saw them. Ich habe sie nicht gerade untersucht, aber ich habe sie immer gesehen. Did you ever notice any blood in any of them? Haben Sie jemals Blut in irgendeinem gesehen? I never saw such a one, sir. Verhöroffizier Shoemaker, einer der brutalsten Vernehmer in Schwäbisch Hall, berichtet dann über das Geständnis des Angeklagten Marcel Bolz. I remember that Mr. Thon and I went into the interrogation to which Bolz had been brought. In less than 10 minutes, Bolz told us about the shooting of the 8 prisoners at Bullingen. In weniger als 10 Minuten hat uns Bolz über die Erschießung der 8 Gefangenen in Bullingen erzählt. And about the fact that he fired his machine gun from his SPW into those prisoners who were still alive in the field at the crossroads. Bolz, der in Schwäbisch Hall unter den Qualen der Folter gestanden hatte, mit einem Maschinengewehr in die Gruppe der Gefangenen an der Straßenkreuzung geschossen zu haben, wird als französischer Staatsbürger später an die Franzosen ausgeliefert. Sie lassen ihn sofort frei, wegen Mangels an Beweisen. Joseph Harlow war als 19-Jähriger als Protokollführer beim Dachauer Prozess eingesetzt. Er kannte Thon, einen der schlimmsten Folterknechte in Schwäbisch Hall. Thon war ein Verhöroffizier beim Fall Malmedy. Ich war in der gleichen Abteilung tätig. Einmal kam er abends in mein Zimmer. Ich schlief schon. Aber er holte mich heraus und befahl mir mitzukommen, um ihm zu helfen. In Wirklichkeit wollte er nur jemanden haben, mit dem er reden konnte. Er erzählte mir von den Verhörmethoden im Fall Malmedy und gab zu, sie alle selbst schon angewandt zu haben. Den Gefangenen waren Kapuzen übergezogen worden, damit sie nichts sehen konnten, und dann wurden sie zusammengeschlagen. Die Methoden, derer sie sich bedienten, bestanden aus Tritten, und die Menge, die um die Gefangenen herumstand, schlug permanent auf sie ein.
Es war die Regel, dass Leute lange Zeit in Dunkelheit und Einzelhaft gehalten wurden, immer in Angst, was als nächstes mit ihnen passieren würde. Vielen Gefangenen sagten sie, sie seien zum Tode verurteilt. Vor der Exekution könnten sie aber noch einmal einen Priester sehen, um zu beichten. In Wahrheit war es aber gar kein Priester, sondern ein als Priester verkleideter Armeeangehöriger. Ich fragte Thon, ob er so etwas auch getan habe. Er sagte, natürlich habe ich so etwas getan. Ich habe alles getan, um an ein Geständnis zu kommen. He said, of course I've done it. He said, I would have done anything to obtain a confession. Die Beweisführung der Anklage wird immer schwieriger, als ein Angeklagter nach dem anderen sein in Schwäbisch Hall unter Druck unterschriebenes Geständnis widerruft. In Ihrer Erklärung, die als Beweismaterial vorgeführt wurde, P25, haben Sie das Folgende ausgesagt. Der Widerstand des Feindes ist, wenn es notwendig ist, durch Terror zu brechen. Und der weitere Befehl bestand, wenn die Lage es notwendig macht, müssen Kriegsgefangene erschossen werden. Stimmt diese Aussage? Nein. Hat er gesagt, dass Kriegsgefangene zu erschießen seien? Nein. No. In your statement, which has been read in court, Prosecution's Exhibit P51, you say that these 7 or 8 prisoners were lined up near the house. In Ihrer Erklärung P51, die hier als Überführungsstück eingereicht ist, sagen Sie, dass diese 7 oder 8 Amerikaner in diesem Haus hingestellt wurden. And you shot at the man standing directly in front of you. Und Sie hätten auf den Mann, der direkt vor Ihnen stand, geschossen. But you purposely aimed to his left and tried to miss him. Aber dass Sie an seiner linken Seite vorbeigezogen. And because you never had said anything about shooting to the left of that man, you and I had quite an argument about it, and I interrogated you further on that point, did I not? Und weil Sie niemals vorher etwas darüber gesagt hatten, dass Sie links an dem Mann vorbeigeschossen hätten, hatten Sie und ich ein Argument darüber, und ich habe Sie weiterhin darauf vernommen, was mit dem Mann geschehen wäre. Well, did you miss him? Haben Sie daneben geschossen? Ich habe überhaupt nicht geschossen. Die zentrale Person auf der Anklagebank war Standartenführer Piper. In der Hoffnung, seine Männer vor der Hinrichtung retten zu können und in der Gewissheit, dass er selbst ohnehin verloren sei, hatte er in Schwäbisch Hall alle Schuld auf sich genommen. Nun, in der Öffentlichkeit des Gerichtssaals, widerruft auch er sein unter der Folter erpresstes Geständnis. Dann schildert Piper, was sich an der Kreuzung zugetragen hatte, und wendet sich gegen die Behauptung, seine Leute hätten belgische Zivilisten erschossen. In Wahrheit habe man auf Partisanen, die das Feuer eröffnet hatten, zurückgeschossen. Wieso wissen Sie, dass das Zivilisten und nicht amerikanische Soldaten waren? Ich habe auf dem Gebiet eine reiche Erfahrung. I've had some rich experience in this field. Und einen geschärften Blick. And a sharpened eyesight. Well, how close were you to these people that were firing from the window? Wie weit waren Sie von diesen Leuten, die aus den Fenstern geschossen haben, entfernt? Ich bin direkt unterhalb dieser Häuser vorbeigefahren. I was driving right past these houses underneath the windows. Habe mehrmals meinen Kopf herunternehmen müssen. I had to get my head down several times. Und habe diese Leute schießen sehen. And I saw these people shoot. Did you see the people? Haben Sie die Leute gesehen? Jawohl. Yes. How are they dressed? Wie waren die angezogen? Das waren Leute, die man nur kurz sehen konnte. Sie trugen meistens eine Zivilkopfbedeckung und einen Zivilrock. Einzelheiten kann ich selbstverständlich nicht angeben. In jenem Dorf Büllingen erschossen Waffen-SS-Soldaten angeblich auch eine 80-jährige Frau und mehrere Babys. Did you see any 80-year-old women firing at you from the windows there in Bullingen? Haben Sie aus den Fenstern gesehen, die irgendwelche 80 Jahre alte Frauen aus den Fenstern geschossen haben? Ich habe in diesen kurzen Augenblicken keine Zeit gehabt, das Alter der Schützen zu bestimmen. In those short moments I had no occasion to determine the age of the persons firing. Well, did you see any 1-year-old babies firing at you from the windows in Bullingen? Haben Sie irgendwelche 1 Jahre alte Babys gesehen, die aus den Fenstern in Bullingen geschossen haben?
Nein, ich habe auch selbst in Russland keine einjährigen Babys gesehen, die geschossen haben. No, not even in Russia did I see any one-year-old babies firing. Well, you testified yesterday under oath that it was between 9 and 9:30, though, didn't you? Sie haben aber gestern unter Eid ausgesagt, dass es zwischen 9 und halb 10 gewesen ist. Ich habe gestern nicht unter Eid ausgesagt. I did not testify under oath yesterday. Oh, I beg your pardon. Piper berichtet über seine Gefangenschaft. In a cellar, which was nearly completely dark. Welche auch keine Lichtanlage besaß. And there were no facilities through which the light could enter the room. Ich konnte mich innerhalb von 4 Wochen lediglich einmal waschen. And in the course of 4 weeks, I could wash myself only once. Piper beschreibt dann die zermürbenden Monate in Schwäbisch Hall. Ich habe dann ein halbes Jahr lang keine körperliche Bewegung gehabt. For 1.5 years, I did not have any physical movement at all. Und bin am Tage, bevor ich von Schwäbisch Hall wegkam, geschlagen worden. And the day before I left Schwäbisch Hall, I was beaten. Von wem? Das ließ sich nicht eindeutig feststellen, da ich eine Kapuze auf dem Kopf hatte. Nur 2 Monate nach Prozessbeginn nähert sich das Verfahren gegen die 74 Angeklagten dem Ende. In seinem Schlussplädoyer unterstreicht Chefankläger Ellis noch einmal die politische und psychologische Bedeutung der anstehenden Urteile. Who still turned and twisted on the ground in the field at the crossroads south of Malmedy. Today in America. In Amerika erwarten heute die Überlebenden dieser Massaker, die Mütter, Väter, Bräute, Frauen und Kinder jener unserer Kameraden, die nicht auf dem Schlachtfeld umkamen, sondern durch die freundliche Gnade der SS ihren Urteilsspruch. Alle diese Kameraden würden heute noch leben, wäre nicht das erste SS-Panzerregiment gewesen. Sie dürfen nicht umsonst gestorben sein. Dann folgt das Plädoyer des Chefverteidigers Oberst Everett. Hohes Gericht. Als die Verteidiger sich vor knapp 3 Monaten versammelten, war zunächst jeder von uns ratlos, wie wir diese 74 Angeklagten nach all den Zeitungsberichten über jenen blutigen Zwischenfall noch verteidigen sollten. After all the newspaper accounts of this bloody incident, one universal difficulty was trying. Eine generelle Schwierigkeit lag darin, erst einmal das Vertrauen unserer Mandanten zu gewinnen. Jeder von ihnen dachte zunächst einfach, dass es sich um einen neuen Trick à la Schwäbisch Hall handele. Sie mögen sich gewundert haben, warum nur einige der Angeklagten als Zeugen in eigener Sache auftraten. Das war meine Entscheidung. Nach Monaten der Einzelhaft wurden sie immer noch von der Furcht vor den Verhöroffizieren beherrscht. Hätte ich nicht dagegen entschieden, so wäre hier ein vollständiges Bild all dieser Tricks, üblen Kniffe und Misshandlungen gezeichnet worden. Aber pflegt die Armee der Vereinigten Staaten im Allgemeinen solche Verfahren so zu führen? Sie und ich kennen die Antwort. Unsere Armee ist hart, aber fair. Does the Army of the United States generally conduct its affairs in this manner? You and I know the answer. Our army is hard, but fair. Do you consider force? Halten Sie Gewaltanwendung, Scheinverfahren, falsche Ankläger und Verteidiger, Versprechen auf Freilassung usw. für legitime Tricks amerikanischer Armeetradition würdig? In einigen Fällen hat die Anklage versucht, durch gewisse Geständnisse Erschießungen nachzuweisen an Friedhofsmauern, die es überhaupt nicht gibt. Halten Sie sich den Gemütszustand dieser halben Kinder vor Augen. Sie sind alle voller Furcht und haben kaum noch Hoffnung. Würden Sie unter solchen Umständen und wenn Sie so jung wären, nicht auch alles unterschrieben haben, wenn Sie dafür hoffen könnten, in ein paar Monaten frei zu sein? Der große Patriot Thomas Paine hat einmal gesagt, wer seine eigene Freiheit sichern will, muss auch seinen Feind vor Unterdrückung schützen. Wenn er hier seine Pflicht verletzt, schafft er einen Präzedenzfall, dessen Folgen ihn am Ende selber treffen. Everett kämpft auf verlorenem Posten.
Die politische Bedeutung des Prozesses und der Erwartungsdruck der amerikanischen Öffentlichkeit überlagerten die differenzierte und wahrheitsgemäße Aufarbeitung der Geschehnisse. 16. Juli 1946, Urteilsverkündung. Einzeln müssen die Angeklagten vor ihre Richter treten. In soldatischer Haltung nehmen sie den längst erwarteten Urteilsspruch entgegen. The court in closed session, at least two-thirds of the members present at the time the vote was taken concurring, sentences you to death by hanging at such time and place as higher authority may direct. Josef Liefenthal, nach Beratung und unter Zustimmung von mindestens 2/3 der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder, verurteilte das Gericht zu Tode und durch Verhängung. Zeit und Ort der Vollstreckung der Todesstrafe von der höheren Militärbehörde bestimmt werden. Joseph Dietrich. Der Oberbefehlshaber der 6. SS-Panzerarmee, Obergruppenführer Sepp Dietrich. At least two-thirds of the members present at the time the vote was taken concurring, sentences you to life imprisonment, commencing forthwith at such places may be designated by competent military authority. Josef Dietrich, nach Beratung und unter Zustimmung von mindestens 2/3 der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder, verurteilte das Gericht zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung sofort beginnen. Die Strafe wird einfach von der höheren Militärbehörde bestimmten Ort vollstreckt werden. Georg Fleps. The court in closed session, at least two-thirds of the members present at the time the vote was taken concurring, sentences you to death by hanging at such time and place as higher authority may direct. Georg Fleps, nach Beratung und der Zustimmung von mindestens 2/3 der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder, verurteilte das Gericht zum Tode durch Verhängen. Vollstreckung des Urteils wird von höheren Militärbehörden bestimmt werden. Das Urteil gegen den Führer der Kampfgruppe, Standartenführer Jochen Peiper. The court in closed session, at least two-thirds of the members present at the time the vote was taken concurring, sentences you to death by hanging at such time and place as higher authority may direct. Joachim Peiper, nach Beratung und der Zustimmung von mindestens 2/3 der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder, verurteilte das Gericht zum Tode durch Verhängen. Zeit und Ort der Vollstreckung der Todesstrafe werden von höheren Militärbehörde bestimmt werden. Am Ende sind 43 Männer zum Tode, 22 zu lebenslänglichen und 8 zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt. Zur Urteilsfindung hatte das Gericht genau 2 Stunden und 20 Minuten gebraucht. Das sind für jeden Angeklagten nicht einmal 2 Minuten. Keines der verkündeten Urteile wurde begründet, weder während der Urteilsverkündung noch zu einem späteren Zeitpunkt. Die Chance, den Deutschen nach 12 Jahren NS-Diktatur Rechtsstaatlichkeit zu demonstrieren, wurde jedenfalls mit solchen Prozessen gründlich vertan. Nun ist das eigentlich ein typisches Verfahren, das wir aus den sowjetischen Schauprozessen kennen. Die ermitteln, bestimmen eigentlich die Richtung. Es wird vorgelegt vor Gericht und die Richter bestimmen nur das Strafmaß. Sie gehen davon aus, dass das, was die Ermittler beigebracht haben, auch stimmt. Und so ist dieser Malmedy-Prozess eigentlich ein typischer Schauprozess. Nach der Urteilsverkündung wurden die Männer nach Landsberg überstellt. Die schwer bewachte Festung ist Zuchthaus und Hinrichtungsstätte in einem. In Landsberg saßen neben den Männern der Kampfgruppe Peiper auch Verurteilte anderer Prozesse ein. Zweifellos trafen daher die Hinrichtungen auch Täter, die in den Konzentrationslagern entsetzliche Verbrechen auf sich geladen hatten. Aber den Gang zum Galgen traten auch völlig Unschuldige an. Der damalige evangelische Gefängnispfarrer August Eckhardt erinnert sich an seine Gespräche im eigens eingerichteten D-Block, in dem die Todeskandidaten saßen. Erdgeschoss war der sogenannte D-Block. Das heißt Todes. Da waren Einzelzellen, schwer bewacht. Alle, die zum Tode verurteilt wurden, im Death-Block, unten im Erdgeschoss. Da habe ich oft nächtelang diskutieren müssen mit den Kerlen.
Ich hing in meiner Zelle drin und keine Redefreiheit, nichts zu reden, nichts zu essen, nichts zu trinken. Ich musste um jedes Glas Wasser betteln. Das konnte ich zum Schluss nicht mehr aushalten. Für die zum Tode Verurteilten, die wegen ihrer besonders gefärbten Kleidung als Rotjacken bezeichnet wurden, begann das qualvolle Warten auf den Galgen. Woche für Woche mussten sie mit ihrer Hinrichtung rechnen. Kaum zu ermessen sind die seelischen Qualen der Verurteilten, zumal viele noch halbe Kinder waren. Bis 20.04.48 hatte ich dann die rote Jacke getragen. Ich habe mir als Souvenir dann, wie ich begnadigt worden bin, einen Knopf abgemacht. Den habe ich heute noch. Seelische Quälereien haben sie immer gemacht. Die Wachmannschaften haben uns den Strick gezeigt, um damit zu zeigen, dass wir aufgehängt werden. Zur Vollstreckung der Urteile wurden im Hof des Gefängnisses 2 Galgen errichtet. An jedem Freitag fanden die Erhängungen statt, die in allen Einzelheiten auf Film festgehalten wurden. Wenn Hinrichtungen waren, wurden die Zellen zugemacht, den Klappe hoch, damit man nicht rausgucken konnte. Die Delinquenten wurden, wenn sie dies wünschten, von einem Pfarrer oder Priester zum Galgen begleitet. Ich war Begleiter zum Galgen. Und ich habe sie bis vor die Falltüre begleitet, Vater unser, und auf Armen ist die Falltür aufgegangen. Einen, der im Hospital gewesen ist, war schwer krank, kaum bei Besinnung. Den haben sie auf ein Brett geschnallt und auf die 13 Stufen habe ich ihm folgen müssen, haben sie ihn hinaufgetragen, auf die Falltüre gestellt, mit dem Brett. Der hat gar nicht gewusst, was ihm passiert. Seelsorgerischer Ansprechpartner für die katholischen Verurteilten war Monsignore Karl Morgenschweiß. Seine umfangreichen Niederschriften und Erinnerungen sind bis heute nicht zugänglich und noch auf Jahre unter Verschluss. Der Landsberger Heimatforscher Heinrich Pflanz hat zahlreiche Gespräche mit Monsignore Morgenschweiß geführt. Das war natürlich für den Pfarrer Morgenschweiß schon auch eine sehr große seelische Belastung. Viele haben ihm versichert, dass sie die Tat nicht begangen haben. Und dann muss er zuschauen, wie die dann hingerichtet werden. Er hat ja dann auch die Angehörigen verständigen müssen oder... Das war sicherlich eine große Belastung für ihn. Er hat mir erzählt, der ist da Sommer wie Winter mit Mantel reingegangen. Das hätte eigentlich auffallen müssen. Bloß, dass er möglichst viele Taschen hat. Da hat er immer so Wurst aufgeschnitten und hat so ein kleines Stückchen in der Tasche gehabt und dann hat er die ganz schnell so durch das Gitterstäb zukommen lassen, weil ja die Versorgungslage nach dem Krieg auch dort sehr schlecht war. Auch auf der juristischen Ebene ging der Kampf um das Leben der Verurteilten weiter. Da es den Anwälten Everett und Lehr immer wieder gelang, einen Aufschub der Exekutionen zu erreichen, begann für Jochen Peiper und seine Kameraden ein Wettlauf gegen die Zeit. Lehr und Everett arbeiteten dabei nicht nur ohne Honorar, sie bestritten darüber hinaus auch alle anfallenden Kosten aus eigenen Mitteln. Dr. Lehr erinnert sich. Es war wohl so, dass sich Colonel Everett, der Chef der Verteidigung, und ich nach dem Prozess versprochen haben, alles Menschenmögliche zu tun, um Exekutionen aus diesem Urteil, das uns nicht mit der Wirklichkeit des damaligen Kampfgeschehens übereinzustimmen schien, alles Mögliche zu tun, um aus diesem Urteil Exekutionen zu vermeiden. Wir haben Anträge über Anträge eingereicht. Es war mir möglich, im Bundeshaus vor der ausländischen Presse zu referieren. Dabei halfen mir Herren des öffentlichen Lebens, wie unser bayerischer Justizminister und stellvertretende Ministerpräsident Dr. Josef Müller, die Herren der zentralen Rechtsschutzstelle in Bonn, Herr Weihbischof Dr. Neuhäusler vom hiesigen Ordinariat und Herr Landesbischof Wurm. Auch der damalige Bundesjustizminister Dr. Dehler hat sich eingeschaltet. So verbittert wir zuerst über die Untersuchungsmethoden waren, die sehr stark in das ganze Prozessgeschehen hineingespielt haben, so glücklich waren wir dann doch
dass aufgrund der Anträge der amerikanischen Behörden sich zuerst zu einem Exekutionsstopp verstanden haben und außerdem Untersuchungsausschüsse, und zwar mehrere Untersuchungsausschüsse, eingesetzt haben, die den ganzen Fall von neuem untersucht haben. Das hat dann endlich dazu geführt, dass 1951, ich glaube es war der Januar, das letzte Todesurteil in lebenslange Haftstrafe umgewandelt worden ist und dass einige Jahre später auch die letzten der Malmedy-Angeklagten und Verurteilten entlassen worden sind. 1950, nachdem der Hinrichtungsstopp aufgehoben wurde, ist ja da schon eine sehr große Diskussion in der Öffentlichkeit gewesen über diese Hinrichtungen. Und es war einfach für die Bevölkerung nicht nachvollziehbar, wenn in unserem Grundgesetz die Todesstrafe abgeschafft ist, dass dort nochmal Hinrichtungen stattfinden sollen. Als die Kritik immer lauter wurde, sahen sich die Amerikaner schließlich gezwungen, eine Untersuchungskommission einzusetzen, die die Urteile überprüfen sollte. Diese Kommission kam bereits nach 6 Wochen zu dem Ergebnis, dass alle Prozesse auf wackeligem Grund stünden, die Beweise und Geständnisse nicht den Tatbeständen entsprachen, Folter und Erpressung bei allen diesen Prozessen gang und gäbe gewesen seien. Sie haben zum Beispiel festgestellt, dass von den 139 Männern 137 kaputte Hoden hatten. Das Fazit der Kommission ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die Anklagebehörde im Malmedy-Prozess wurde schlichtweg als Verbrecherklicke bezeichnet. Unter dem wachsenden Druck der Proteste wurden schließlich die Exekutionen eingestellt. Nach vielen Jahren der Kerkerhaft und der ständigen Angst, doch noch gehängt zu werden, wurden die Verurteilten ab 1954 auf Parole entlassen. Die Entlassung auf Parole war eine besondere Art der Bewährung. Die Männer verpflichteten sich dabei unter anderem zum absoluten Stillschweigen über alles, was mit dem Prozess zusammenhing. Wer gegen diese Auflage verstieß, musste mit seiner sofortigen Verhaftung rechnen. Ich musste mich jede Woche melden. Ich durfte nicht heiraten. Ich musste meine Frau vorführen, dem Amerikaner. Und da sage ich, so was Dreckiges mache ich nicht. Die ganzen Erlebnisse, was man uns unschuldigen Soldaten zugemutet und durch Strafen und Misshandlungen, das kann ich nicht vergessen, weil die Jahre zu lange sind. Es waren keine Wochen, das waren Jahre, zig Jahre. 1956, 11 Jahre nach Kriegsende, wird als letzter auch Joachim Peiper entlassen. 5 Jahre hatte er die rote Jacke der Todeskandidaten getragen. 10 Jahre später kaufte er bei dem kleinen Dorf Trave in Ostfrankreich ein Waldgrundstück, auf dem er mit eigenen Händen ein Haus errichtete. Es ist das Haus, in dessen verkohlten Trümmern man im Juli 1976, fast auf den Tag genau 30 Jahre nach der Urteilsverkündung von Dachau, seine vollkommen verbrannte Leiche finden wird. Was Peipers Mörder sicher als letztes beabsichtigten, nahm ausgerechnet in den USA seinen Anfang. Der hochdekorierte Soldat rückte in den Mittelpunkt eines wachsenden Interesses an der jüngeren Zeitgeschichte. Ob wissenschaftliche Dokumentation, reißerische Erzählung oder blutrünstiger Comic, die Ardennenschlacht und Peipers Leben sind inzwischen in jeder Form zu Papier gebracht. Doch zurück nach Landsberg. Die im dortigen Gefängnis Hingerichteten fanden ihre letzte Ruhestätte auf dem kleinen Spöttinger Friedhof in der Nähe der Haftanstalt, dessen wechselvolle Geschichte der Landsberger Heimatforscher Heinrich Pflanz in einer Chronik aufgearbeitet hat. Hier sollten, wäre es nach dem Willen der US-Justiz gegangen, auch Joachim Peiper und seine zum Tode verurteilten Kameraden begraben werden. Der kleine Friedhof, auf dem auch die hingerichteten Opfer anderer Prozesse beigesetzt sind, stand immer wieder im Mittelpunkt politischer Diskussionen. Schon vor Jahren wurden die Inschriften von den Gräbern entfernt. Jetzt fordern kommunale Politiker sogar die komplette Einebnung.
Pearl, Thon und Shoemaker, die Folterknechte von Schwäbisch Hall, mussten nie für ihre Taten bezahlen. Es gab keine Anklage und keine Verurteilung. Woher kam der Hass, der sie jede Menschlichkeit vergessen ließ? Warum wurden ihre Foltermethoden nicht verboten und wer deckte die Misshandlungen? Handelte es sich um Einzelfälle oder gibt es eine Kontinuität, die man bis heute belegen kann? Die Verbrechen, die leider Gottes von amerikanischen Befrager begangen worden sind, die sind publik geworden, ohne dass es grundlegende Konsequenzen gegeben hat für die amerikanische Armee. Also das, was wir in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Monaten erfahren haben von den Vernehmungsmethoden in Abu Ghraib und in Guantanamo, es hat seine Geschichte, es hat seine Vorgeschichte, es hat seine Tradition. Wenn man sich die Ereignisse anguckt in Guatemala oder natürlich Vietnam ist das große Beispiel oder später in Afghanistan oder in Panama oder vorher Kuba, so findet man Ereignisse, wo das Militär die Konventionen übertritt. Und ich habe die Überzeugung, dass das mit Absicht gemacht wird. 22. April 1971. Senator Fulbright hat zu einer Kongressanhörung geladen. Der eloquenteste Sprecher der amerikanischen Friedensbewegung, der im Vietnamkrieg als Soldat ausgezeichnete spätere US-Präsidentschaftskandidat John Kerry, schockt die Weltöffentlichkeit, als er über die Kriegsverbrechen der US Army in Vietnam spricht. Wir tragen mehr Schuld als jede andere Armee durch die Verletzung von Regeln der Genfer Konvention, wie zum Beispiel durch die Verletzung von kampffreien Zonen, indem wir Störfeuerriegel legten, durch Durchsuchungs- und Zerstörungsaufträge, Bombardierungen, Folterungen von Gefangenen. Das Töten von Gefangenen ist gängige Praxis vieler Einheiten in Südvietnam. Sie haben individuell vergewaltigt, Ohren und Köpfe abgeschnitten, Kabel von tragbaren Feldtelefonen um Genitalien gewickelt und dann Strom angeschaltet, Körperteile abgehackt, Körper in die Luft gejagt, wahllos auf Zivilisten geschossen. Dörfer in einer Art und Weise dem Erdboden gleichgemacht, die an Genghis Khan erinnert. Vieh und Hunde nur zum Spaß abgeschossen. Nahrungsmitteldepots vergiftet und ganz allgemein die Landstriche Südvietnams geplündert. Unser Land weiß noch nicht, dass es ein Monster erschaffen hat. The country doesn't know it yet, but it's created a monster. Die politisch Verantwortlichen, die sehen da ein Kalkül, dass die einzige Großmacht USA sich machtpolitisch durchsetzt. Der Gegner ist immer der Böse, der Gegner ist der Rechtsbrecher, der Gegner muss überwunden werden und davon sind die einzelnen Präsidenten auch überzeugt. Reagan war genauso überzeugt wie Präsident Bush. Sie sind von ihrer Lauterkeit überzeugt. Das ist ein roter Faden, der setzt schon im Zweiten Weltkrieg ein, in dem Moment, wo sie hier landen in Frankreich und vorstoßen. Das kann man beobachten in Korea, das kann man beobachten in Vietnam und das kann man dann auf allen anderen Kriegsschauplätzen ab 1980 wieder beobachten. Über den Koreakrieg ist zwar wenig bekannt, aber aus dem Vietnamkrieg wissen wir, welche Unmenschlichkeiten begangen wurden von amerikanischen Soldaten. In Abu Ghraib kamen zu den bisherigen Methoden 3 dazu, nämlich erstens einmal eine sexuelle Komponente. Man behandelte die Gefangenen auch mit sexuellen Abartigkeiten. Man ließ sie masturbieren, man hat sie mit Stäben vergewaltigt. Das zweite Neue war, dass die weiblichen Soldaten, die zum ersten Mal auftauchten in dem Abu Ghraib-Gefängnis, sich nicht scheuten, an diesen Dingen mitzunehmen. Man muss aber wissen, welche
welchen Schock es für arabische Männer hat, von Frauen gefoltert zu werden. Und das dritte war, dass man ebenfalls entsetzlich für Araber sie mit Hunden, nämlich dem niedersten Tier, das es überhaupt gibt, behandelte. Das heißt, man ließ sie ankläffen von Hunden, man machte ihnen Angst. Insofern waren zu den üblichen Folterungen, die wir kennen aus den Ermittlungen gegen die deutschen Soldaten, diese 3 Komponenten etwas Neues. Das, was sich abgespielt in Abu Ghraib, und ich gehe davon aus, dass das nur Tip of the Iceberg ist. Gewiss sind nicht alle Ausschreitungen auf Videokassette festgehalten worden. Bestimmt sind nicht alle Verbrechen fotografiert worden. Gott weiß, was alles in Afghanistan passiert ist. Gott weiß, was alles in anderen Gefängnissen in Irak passiert ist. Es scheint wohl, dass hier eine verbreitete Praxis des Folters in diesen Gefängnissen gegeben hat. Der Gegner wird dämonisiert, er wird ins Böse gerückt. Das ist der verächtliche Gegner, den man töten und den man auch massakrieren kann. Und dann kommt eine Systematik dazu, weil das meistens überzeugte Gegner sind, religiös motivierte oder politisch motivierte Gegner, muss man versuchen, wenn man Informationen haben will, sie zu brechen. Das geht nicht über Gehirnwäsche. Gehirnwäsche dauert 4 Wochen, 5 Wochen, jemanden umzudrehen. Man muss ihn quälen. Man muss ihn moralisch kaputt machen, man muss ihn sexuell misshandeln. Und das sind die Möglichkeiten, unter Umständen zu Aussagen zu kommen. Und ich glaube, das ist ein Kalkül von bestimmten Truppenteilen, die das auch vorher trainieren. Die sagen, politisch können wir die nicht überzeugen, moralisch können wir die auch nicht überzeugen, dass sie uns Auskunft geben. Wir müssen die massakrieren, wir müssen sie quälen, wir müssen sie fertig machen, wir müssen aus ihnen ein Bündel Fleisch machen und dann werden sie reden, dann werden sie sprechen. Ich glaube, das ist Kriegsstrategie. Es ist nur das endgültig geregelt, was gerecht geregelt ist. Und das wird auch, glaube ich, nie ganz zur Ruhe kommen, denn über Geigen wächst kein Gras.